Hallo, ich bin Jan, ich bin Gründer und Unternehmer und im heutigen Video, da widme ich mich dem Thema, das in den letzten Monaten zunehmend die Aufmerksamkeit in Deutschland auf sich gezogen hat. Es geht um die Vier-Tage-Woche. Diese Idee, die sowohl Hoffnungen weckt als auch Fragen aufwirft, steht also im Mittelpunkt meines heutigen Meinungsbildes. Wusstet ihr, dass in den 1960er Jahren in Deutschland noch eine 48-Stunden-Woche üblich war? Das Arbeitszeitgesetz sieht das sogar bis heute vor, also 48 Stunden als das Maximum der Wochenarbeitszeit. Doch die Regel ist das natürlich schon lang nicht mehr und das ist auch gut so. Der Standard, der liegt heute bei 40 Wochenstunden. Aber Tarifverträge und individuelle Vereinbarungen, die führen immer mehr zu einer Reduzierung dieser Wochenarbeitszeit. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann lass doch jetzt bitte gern ein Abo da. Die Diskussion um die Einführung einer Vier-Tage-Woche gewinnt in Deutschland an Dynamik. Vorangetrieben durch laufende Streiks, aber auch einem sehr interessanten Pilotprojekt, das im Februar 2024 startete. In diesem 6-monatigen Experiment reduzieren 50 Unternehmen aus diversen Branchen die Arbeitszeit ihrer Belegschaft bei unverändertem Gehalt von eben 5 auf 4 Tagen. Wissenschaftlich begleitet wird das Ganze durch die Universität Münster und einem Beirat. Das Projekt zielt darauf ab, mögliche Produktivitätssteigerungen durch verkürzte Arbeitszeiten zu untersuchen. Und das ist natürlich auch genau der kritische Faktor für eine langfristige Tragfähigkeit dieses Modells aus unternehmerischer Perspektive, ganz klar. Und diese Entwicklung reflektiert einen gesellschaftlichen Wandel und den Wunsch der Mehrheit der Deutschen nach einer Arbeitszeitverkürzung. Das hat eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung jedenfalls gezeigt, in der sich 81% der Befragten positiv dazu äußerten. Zugleich offenbarten aber andere Umfragen, dass ein hoher Anteil der Arbeitsbevölkerung vermehrt Stress verspürt. Und naja, Stress ist so eine Sache, denn ganz verschiedene Faktoren tragen zu dieser Stressbelastung bei. Darunter Fachkräftemangel und der damit verbundenen Mehrarbeit, aber eben auch wirtschaftliche Unsicherheiten, also beispielsweise Angst vor Jobverlust. Zudem auch hohe Lebenshaltungskosten durch immer noch einer sehr hohen Inflation, genauso wie gesellschaftliche und politische Unsicherheiten sowie der rasante technologische und digitale Wandel, in dem wir uns befinden. Das Thema Stress ist also richtig breit und auch noch vielschichtig, zudem einfach sehr individuell. Und für mich ist es daher fraglich, ob eine einzige Veränderung diesen Zustand wirklich nachhaltig verbessern kann. Und diese breite Debatte um die Vier-Tage-Woche und die damit verbundenen Streiks werfen bei mir weitere Fragen auf. Insbesondere, warum der Fokus nicht stärker auf die Bekämpfung der zugrunde liegenden Ursachen gelegt wird, anstatt auf ein Modell, das möglicherweise nur ein Symptom adressiert. Und aus meiner unternehmerischen Perspektive erscheint zudem der Zeitpunkt für eine derartige Umstellung unpassend zu sein. Denn neben dem Fachkräftemangel und der immer noch hohen Inflation durchlaufen viele Branchen eine kostspielige Transformation des Energiesystems. Die Studie, die ist absolut wichtig und die Erkenntnisse werden wertvoll sein, keine Frage. Vergleichbare Studien gab es ja auch schon in anderen Ländern. Und hier wurde beispielsweise durch die Optimierung von Arbeitsabläufen die Effizienz gesteigert und man profitierte zudem von einer hohen Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer. Also alles prima, oder? Nein. Denn positive Effekte stellten sich nicht bei jedem Unternehmen ein und somit blieben auch nicht alle Unternehmen bei dieser Arbeitsmethode oder bei dieser Arbeitszeit. Vielmehr erwarte ich einen neuen Spielraum, zum Beispiel für Gewerkschaften, um ihren Arbeitnehmern etwas Gutes zu tun. Aber das eben ganz unabhängig davon, ob sich dadurch Produktivitätssteigerungen erzielen lassen. Der GDL-Streik ist hierfür ein Beispiel, dem sich sicher noch andere anschließen werden. Nicht falsch verstehen. Ich gönne es den Zugführern ihre Reduzierung der Arbeitsstunden. Ich würde es jedoch eher begrüßen, wenn die Reduzierung der Arbeitszeit aufgrund von Effizienzsteigerungen erreicht werden würde. Die Steigerung der Effizienz der eigenen Arbeitsleistung war doch in der Vergangenheit der Grund, wieso wir hier in Deutschland steigende Gehälter möglich machen konnten.
Bleibt dies aus, dann steigen einfach die Produktionskosten und damit letztlich der Preis für Dienstleistung und die hergestellte Ware. Und die Folgen davon sind klar. Es hat Einfluss auf die Inflation, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen. Und genau das ist doch der Knackpunkt. Ein höherer Preis kann nicht in jeder Branche und gerade nicht mit internationalem Wettbewerb durchgesetzt werden. Um solchen Branchen zu helfen, wäre mehr Unterstützung im Bereich der Suche von qualifizierten Fachkräften als auch höhere Unterstützung für die Transformation der Energiewende wichtig. Das ist also mein allgemeines Meinungsbild zu diesem Thema. Die Debatte um die 4-Tage-Woche ist zweifellos wichtig und regt zum Nachdenken an. Jedoch sollte meiner Meinung nach der Fokus auf der Lösung der fundamentalen Probleme eher verstärkt werden, um nicht in eine Situation wie bei der Energiewende zu geraten, wo gut gemeinte Initiativen aufgrund wirklich mangelhafter oder zu später Umsetzung letzten Endes zu höheren Kosten sowohl für Privatpersonen als auch Unternehmen geführt haben. Denn weitere Produktionsverlagerungen, ja und genauso wie Insolvenzen, das brauchen wir in Deutschland gerade am allerwenigsten. Kommen wir jetzt vom Allgemeinen zum ganz Konkreten. Wie sehe ich die Lage in unserem Unternehmen? Mein aktueller Fokus liegt darauf, die Effizienz der Arbeit durch den Einsatz von technischen Tools und KI zu steigern. Sobald wir diese Steigerung tatsächlich spüren, also messen können, sehe ich dies als Basis für eine weitere Gehaltsentwicklung und nicht als Basis für eine deutliche Reduktion der Arbeitszeit. Und das ganz einfach deswegen, weil aktuell die Nachfrage nach Gehaltssteigerungen wesentlich häufiger vorkommt als die Frage nach der Möglichkeit, weniger zu arbeiten. Sehe ich dies persönlich als strategischen Nachteil für die Suche nach geeignetem Fachpersonal. Keinen wesentlichen, nicht zuletzt deswegen, weil wir weiterhin eine Remote-First-Company sind und dies für viele unserer Bewerber ein starker Pluspunkt darstellt. Teile mir doch bitte deine Meinung zu diesem Thema mit. Bis dahin, alles Gute und bis bald.